Guten Morgen, ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin und ich bin immer noch in Berchtesgaden. Und heute schauen wir uns in Berchtesgaden mal ein paar besondere Bauwerke an. Wie ihr wisst, war Berchtesgaden ja in den 30er und 40er Jahren ganz besonders mit der deutschen Geschichte verbunden. Hier gab es den Obersalzberg und den Berghof. Viele Gebäude aus dieser Zeit, wie zum Beispiel der Berghof, die existieren heute nicht mehr, aber doch noch findet man Bauwerke aus dieser Zeit. Was ja noch existiert, ist das Kilchsteinhaus von 1938, das ehemalige Gästehaus des Berghofs. Dazu gibt es hier auf dem Kanal in der Playlist Berchtesgadener Land ein eigenes Video. Wir schauen uns jetzt aber noch 3 andere Gebäude an. Das hier ist der Bahnhof von Berchtesgaden. Fällt euch etwas auf? Für eine Marktgemeinde mit knapp 9000 Einwohnern ist der Bahnhof wohl etwas überdimensioniert, oder? Der Berchtesgadener Hauptbahnhof, der liegt knapp am Rande der Innenstadt, hier an der Ramsauer Ach. In diesen gewaltigen Dimensionen gebaut wurde der Bahnhof 1937 bis 1940. Auf dem Obersalzberg, da hatte Hitler seinen Berghof, da oben lebte er, repräsentierte, und für den Empfang seiner Staatsgäste, dafür brauchte man natürlich hier einen großen Bahnhof. Deswegen wurde der Bahnhof Berchtesgaden so groß gebaut. Das hier ist ein Schild, das sich an der Bahnhofsfassade befindet. Da steht drauf 1937 bis 40, monumentaler Heimatstil, historische Innenausstattung, renoviert 2015. Das hier ist eine Freskenmalerei, die befindet sich an einer Wand im Innern der Bahnhofshalle. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es ein anderes Bild, noch eine andere Freskenmalerei. Die stammen beide von 1940 und 1951. In welchem Jahr welches der Bilder gemalt wurde, kann ich nicht sagen. Das ist übrigens ein Endbahnhof, und zwar der Endbahnhof der Bahnstrecke Freilassing-Berchtesgaden. Neben dem Empfangsgebäude gab es hier ab 1940 noch ein Postamt, das im Bahnhof drin war. Es gab hier insgesamt 5 Bahnsteige, davon war einer ein Hausbahnsteig. 1938 hatte man noch weitergehende Pläne hier, so wurde zum Beispiel eine gewaltige Tunnelanlage gebaut, aber die ist niemals benutzt worden. Und das ist der Blick aus der Eingangstür in Richtung Berchtesgadener Alpen. Gleich neben Berchtesgaden, da liegt Bischofswiesen und hier sind wir im Ortsteil Stangas. Und hier steht ein Gebäude, dessen Existenz bis Mitte der 90er Jahre eigentlich in der Öffentlichkeit unbekannt war, denn hier steht die Reichskanzlei, die Dienststelle Berchtesgaden. Dieses Gebäude war zwischen 1937 und 1945 zweiter Regierungssitz, und zwar immer, wenn Hitler auf dem Obersalzberg war, und das war ja 2/3 seiner Regierungszeit. Wie kann es sein, dass bis Mitte der 90er Jahre kaum jemand in der Öffentlichkeit von der Existenz dieser zweiten Reichskanzlei wusste? Ja, es kam, weil im Mai 1945 die Reichskanzlei von der US Army besetzt wurde. Und hier entstand das Headquarter der US Army in Berchtesgaden, und die Amerikaner haben es halt niemandem erzählt, was das für ein Gebäude ist. Das Ganze bestand hier aus dieser Reichskanzlei, aus dem Gebäude, außerdem Fahrzeughalle und Bunkeranlagen. Das alles ist bis heute erhalten, ist in Privatbesitz und man kann leider nicht rein. Wozu wurde sie genutzt? Wenn Hitler hier auf dem Obersalzberg war, dann hat er da oben im Berghof ja gewohnt. Hier unten diese Reichskanzlei hat er als Arbeitsräume benutzt. Man nannte das dann die kleine Reichskanzlei. Hier sind insgesamt 125 Gesetze und Verordnungen verfasst und erlassen worden. In der offiziellen Sprache hat das übrigens hier nie Reichskanzlei geheißen. Man wollte ja nicht den Eindruck erwecken, dass die von Berlin nach Berchtesgaden verlegt war, sondern immer nur die Dienststelle Berchtesgaden der Reichskanzlei. Und die ganzen Gespräche, Verhandlungen, Konferenzen, das wurde ja alles geführt mit Blick auf den Watzmann. Und da sind wir auch schon am nächsten der interessanten Gebäude. Das ist ja ebenfalls in Stangas. Das ist ein richtiger Lost Place. Seit vielen Jahren nämlich schon steht dieses Krankenhaus leer. Das ist die Dietrich-Eckart-Klinik. Dieses Krankenhaus wurde 1938 auf Anweisung von Hitler als Bezirkskrankenhaus errichtet.
Der Grund war sicherlich, dadurch die vielen Leute, die auf dem Obersalzberg arbeiteten, Berchtesgaden etwas angewachsen war und man einfach ein größeres Krankenhaus brauchte. Außerdem wollte er ein modern eingerichtetes Krankenhaus haben. Nach 1945 wurde das hier weiter als Krankenhaus, als Kurklinik Stangas betrieben, ging 1996 pleite und seitdem steht dieses Gebäude hier leer. Und das Ganze ist hier richtig kräftig gesichert. Drin findet angeblich Polizeiausbildung statt. Noch ein Wort zum Namensgeber der Klinik, Dietrich Eckart. Der Mann, der gilt als der Erfinder, als der Ideengeber von Hitler. Er ist übrigens auch Chefredakteur des Völkischen Beobachters gewesen. 23 ist er gestorben und ist begraben auf dem Friedhof in Berchtesgaden. Das war's für heute aus Berchtesgaden. In diesem Sinn, tschüss.